Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Joshua Weseli und wir reden heute darüber, ist das Morden im Krieg eine Sünde? Und ist das Morden, weil der Friseur einem die Haare viel zu kurz geschnitten hat, auch Sünde? Das ist Spaß gewesen, das letzte, es geht um Krieg. Wie du weißt, gibt es viele Kriege in der Bibel. Es gibt die Eroberungskriege, Josua 1,6, Bürgerkriege, 2. Samuel 3,1 und sogar einen Krieg im Himmel, Offenbarung 12,7. Natürlich beinhalten Kriege das Töten. Es führt kein Weg daran, weil beim Krieg geht es einfach darum. Wir wissen, dass Mord Sünde ist, steht in 2. Mose 20,13. Aber was ist mit dem Ermorden eines feindlichen Kämpfers während eines Krieges? Ist das Sünde? Ich meine, vielleicht kannst du gar nichts dafür, weil du einberufen bist. Und unser Punkt heißt, nicht jedes Morden ist Sünde. Erstens wissen wir, dass nicht jedes Töten im Krieg Sünde ist. Denn es gab Zeiten, in denen Gott selbst die Schlachten befohlen hat. Gott sagte den alten Israeliten, sie sollen das verheißene Land besitzen. Und tatsächlich erschien der Herr Josua kurz vor der Eroberung als Kommandant der Armee des Herrn, ein Kriegsmann, Josua 5,14. Gott legte die Kampfpläne gegen die Feinde fest, Josua 8,1-2. Gott sagte König Saul, er solle gehen und Amalekiter angreifen, alles, was ihnen gehört, völlig zerstören, 1. Samuel 15,3. König David besiegte die Philister, indem er Gottes Strategie für den Kampf befolgte, 2. Samuel 5,23-25. Gott sagt den Menschen nie, dass sie sündigen sollen. Also sündigten die Israeliten, die Gottes Geboten folgten, den Krieg zu führen, nicht. Das Töten im Krieg kann nicht mit Mord gleichgesetzt werden. Das soll nicht heißen, dass das Töten im Krieg keine Auswirkungen hat. David wollte unbedingt den Tempel in Jerusalem bauen, aber Gott ließ ihn nicht. Warum? Weil Gott wollte einen Mann des Friedens, um den Tempel zu bauen. Und Davids Geschichte war alles andere als friedlich gewesen. Gott sagte zu David, du sollst kein Haus für meinen Namen bauen, weil du ein Krieger bist und Blut vergossen hast. 1. Korinther 28,3. Okay, Gott hat die Kriege befohlen, dann war es kein Mord. Aber ist irgendein moderner Krieg von Gott? Keine Nation hat von Gott den Befehl, Krieg zu führen. Und Gott verteilt keine Kampfpläne wie damals bei Josua, Saul oder David. Dennoch werden weiterhin heutzutage Kriege geführt. Es ist Teil der Existenz der gefallenen Welt. Die Bibel verurteilt niemals die Handlungen eines Soldaten, der auf einem Schlachtfeld befolgt wurde. Tatsächlich hat das Neue Testament Beispiele von Soldaten, die an Gott glaubten. Jesus gab den Soldaten in Matthäus 8,10 ein neues Leben und einem anderen Soldaten, der hieß Cornelius, wisst ihr wahrscheinlich, wurde in Apostelgeschichte 10 gerettet. Diese Kriegsmänner wurden nicht wegen der Erfüllung der Pflichten eines Soldaten zurechtgewiesen. Und es wurde ihnen auch nicht gesagt, sie müssen den Beruf wechseln. Obwohl es kein Krieg war, den Gott befohlen hat. Vor allem aber kamen einige Soldaten zu Johannes dem Täufer, als er am Jordan taufte. Die Soldaten fragten Johannes, was sollen wir tun? Dies wäre eine perfekte Gelegenheit für Johannes gewesen, ihnen zu sagen, dass sie aufhören sollen, Krieg zu führen, aufhören sollen zu töten und keine Soldaten mehr sein. Stattdessen antwortete Johannes, erpresst kein Geld und beschuldigt die Leute nicht falsch, seid zufrieden mit eurem Lohn. Lukas 3,14. Soldat zu sein, ist nicht von Natur aus sündhaft. Sollte ein Christ im Militär dienen? Paulus benutzt das Soldatenleben als ein Beispiel für die geistliche Wahrheit. Steht zum Beispiel in 1. Korinther 9,7. Und es gibt auch ganz viele andere Referenzen für erwähnte Schlachten und Kriegsführungen. Wenn es also sündhaft wäre, Soldat zu sein und die Dinge zu tun, die Soldaten eben machen müssen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Heilige Geist Soldatenarbeit als Metapher für etwas Gutes benutzt hätte. In der ganzen Bibel wird die Kriegsführung als grimmige Realität in einer verfluchten Welt dargestellt. Es gibt Kräfte des Bösen, die gestoppt werden müssen. Und manchmal ist Blutvergießen die Folge. Ob ein Christ im Militär dienen soll oder nicht, ist eine Frage des eigenen Gewissens und du solltest auf jeden Fall Gott fragen, bevor du zum Militär gehst oder in einen Krieg gehst. Eins steht nämlich fest, kein Krieg, den momentan irgendjemand führt, und da bin ich mir ziemlich sicher, hat Gott befohlen.
Weder die Kriege da unten beim IS, noch die Kriege, die wir cybermäßig führen. Und wenn du dir unsicher bist und du bist vielleicht im Militär und du hast jemanden getötet, dann ist es auf jeden Fall so, dass Jesus für jede Sünde gestorben ist. Jesus ist für das Morden, für das Töten im Krieg, für das Töten vielleicht, für das du gar nichts konntest, genauso wie für Ehebruch und Lügen ist Jesus gestorben für all die Sünden. Und er hat gesagt, es gibt keine großen Sünden, die er nicht vergeben kann, und kleine Sünden, die kann man vergeben. Jesus ist für alle Sünden gestorben und er hat dich errettet komplett, egal was du getan hast. Schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Du darfst uns gerne abonnieren und dann sehen wir uns bald wieder. Wir werden nämlich noch über das Thema reden: Sollte ein Christ eine Waffe besitzen?